too. We are facing a horrible crisis. It's something that never happened before. We talked about it a lot. This will be a crisis in every realm of human engagement in this world, where he uses his ego in all those aspects. In all those things, there will be a crisis. I don't know. Based on the spiritual preparation, it's supposed to be something that will delete all of the abundance, all of the wealth, literally. I don't know. I don't know if people will have something to live with, because all the connections will be stopped. The money will disappear, basically. This is something, well, but it's better not to go. It's worse than an atomic bomb. A bomb is a bomb, so people live and then they die. But here, this is there's a recognition of evil that has to happen, especially with the nation of Israel, and surely the nations of the world too, in accordance with what they need and what they need. But it's coming closer, and so I can't slow down the pace. At least reach a state where it's in the air. The fact that we talk, and somehow a small portion of it we realize, it already is in the world and it's part of the correction. So it's worthwhile for us to realize what we study as much as possible, and if we are given that, then it's a sign that we are capable and that we can advance and we will succeed. Ja, wir haben gerade einen Ausschnitt gesehen aus dem Unterricht von 2018, im Juli, wo eben Dr. Leitmann schon über die kommende Krise spricht. Im Grunde spricht er schon seit 20 Jahren davon. Und jetzt ist es aber tatsächlich eben eingetreten, also erst 2008, damals die Wirtschaftskrise, die Vorboten, und jetzt durch Covid-19 ist die Welt in einen Zustand gekommen, der wirklich den es so noch nie gab in dieser globalen Krise. Aber das ist nicht alles, dass es also nur jetzt die Gesundheit trifft, sondern es hat Auswirkungen auf alle menschlichen Bereiche, so wie er es eben im Video sagt. Und ich möchte jetzt noch mal lesen aus einen kleinen Auszug aus dem Unterricht von vor wenigen Tagen, das Ausmaß der Krise und auch unsere Aufgabe dabei etwas beschreibt. Also aus dem Morgenunterricht vom 27.06.2020. Und zwar Leitmann führt ein in den Unterricht. Wir verstehen bereits, dass wir uns in einer ganz besonderen Situation jetzt hier in dieser Welt befinden. In einem Zustand, der anders ist als alles zuvor auf diesem Planeten. Wir fühlen, dass sich der Zustand verändert, die Menschheit ändert sich vollkommen. Es ist nicht wie ein Übergang von einem Zeitalter in ein anderes, wie zum Beispiel aus der Sklaverei oder vom Kommunismus in was anderes, sondern es ist etwas völlig anderes. Wir wandeln uns. Wir sind hier, um uns in eine völlig neue Form zu wandeln, um der Natur in unserer Struktur zu ähneln. Diesen Prozess durchlaufen wir, obwohl wir nicht wissen, warum es mit uns geschieht, als ob wir gezogen würden. Hier und jetzt beginnen spezielle Handlungen, die wir durchlaufen müssen, um das zu erreichen, worüber wir bereits von Anfang an gesprochen haben. Und wir sehen, dass sich das Ziel nicht ändert. Die tatsächliche Realität ähnelt eher dem Prozess, den wir lernen, ungefähr. Und so wird es sein, das ist interessant. Es gibt kein Zurück. Wir können nicht vom Wagen abspringen. Wir können uns nicht entscheiden, uns nicht vorwärts entwickeln zu wollen, sondern wir müssen uns um den Prozess kümmern und anderen zeigen, wie sie dem zustimmen und diese neue Form der Entwicklung akzeptieren, die ultimativ ist. Es liegt in unserem besten Interesse,
auch wenn wir dies im Ego nicht wollen. Wir wollen nicht diese andere, schenkende, altruistische Welt, dennoch gibt es keine Alternative. Es gibt keine andere Wahl. Wir müssen am eigenen Fleisch erlernen, wie man das macht. Und wir beginnen, dies wahrzunehmen, und von dieser neuen Wahrnehmung aus werden wir andere in unseren Aufnahmezentren erreichen, die wir eröffnen, und andere so schnell wie möglich lehren, indem wir alles verwenden, was wir zur Verfügung haben. Bis zum nächsten Mal.